offizielle Veranstaltung nach Corona, nach den ganzen Lockdowns. Und genau, ich wollte nur eine kleine Ankündigung machen. Im Anschluss an dieses Teach-In und auch aufbauend an dieses Teach-In machen wir einen Kurzlesekreis, der die Inhalte, die wir heute besprechen, ein bisschen vertieft. Der geht über 4 Wochen. Und der erste Termin, der findet statt am 22.11. auch hier an der Uni um 6:30 diesmal und im Raum nebenan S85. Und falls euch das Teach-In heute gut gefällt, könnt ihr gerne vorbeikommen und wir können weiter diskutieren. Aber erstmal viel Spaß bei dem Teach-In. Gebe ich das Wort weiter an Melia. Ja, oder wenn es euch halt gar nicht, Dankeschön. Oder wenn es euch gar nicht gefällt, könnt ihr natürlich dann auch dort weiter diskutieren und euch weiter streiten. Also das ist auch sehr gern gesehen bei Platypus. Ich würde erstmal ein bisschen was zu Platypus selber erzählen. Das ist ein Bildungs- und Selbstbildungsprojekt. Das Ganze ist 2006 in Chicago gestartet, aus der kritischen Auseinandersetzung mit der Antikriegsbewegung. Das ist quasi die Zeit nach den Anschlägen von 9/11, der Intervention in Afghanistan und im Irak. Und Studentinnen und Studenten von einem Typen, von einem Dozenten, Chris Catrone, kam auf ihn zu, der macht Sozialwissenschaften, aber auch Kunst und Ästhetik und kritische Theorie. Und kam auf den zu und war, okay, du erzählst uns super viel von Marx und Engels, bürgerlicher Philosophie, von der Oktoberrevolution. Und was hat das irgendwie gerade mit der Situation zu tun und was hat das auch mit diesen verschiedenen linken Gruppen, die halt aufgekommen sind oder wieder aufgekommen sind, zu tun? Und er meinte, sehr gute Frage, wir können uns damit beschäftigen, aber das müssen wir außerhalb des offiziellen universitären Rahmens machen. Also haben sie sich erstmal zusammengefunden und einen Lesekreis gemacht und quasi klassische Texte gelesen, die für die Linke eine Bedeutung hatten. Und die Texte wurden nicht gelesen als, finden wir das richtig oder finden wir das falsch, und auch nicht so gelesen, als ob das irgendwie Handlungsanleitungen sind, sondern eher, okay, wir versuchen mal, was diese Leute gedacht haben, zu verstehen und nachzuvollziehen, um uns dann anzugucken, was machen die Leute heute daraus. Also man müsste mindestens sagen, mit einem Dilemma konfrontiert in der Situation der Kriege oder der Intervention in Afghanistan und im Irak, dass man auf der einen Seite eine globale Macht hatte, in diesem Fall die USA, die auch nicht die einzige globale imperiale Macht ist auf dem Globus, die auf der einen Seite im Konflikt mit einer wirklich reaktionären, islamistischen, gegenhegemonialen Bewegung war, also Al-Qaida, oder auf der anderen Seite mit einem quasi faschistoiden Staat im Irak von Saddam Hussein. Und es wäre die Situation gewesen, die Konstellation zu analysieren nach der Möglichkeit einer emanzipatorischen Kritik. Aber das hat die Linke zum Großteil nicht geschafft. Also an vielen Stellen gab es halt Formen von Apologie, von Neo-Anti-Imperialismus und von einer einseitigen Verteidigung, sei es halt dann irgendwie Al-Qaida oder den Anschlägen. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon mal gehört, man muss es irgendwie verstehen, weil die Leute sind wütend und angefressen etc. pp. Und das Zurückgreifen auf einen Dualismus, der noch aus dem Kalten Krieg kommt, also so eine Ost-West-Konfrontation, die aber 10 Jahre nachdem die Sowjetunion sich aufgelöst hat, nicht mal mehr den Anschein hat, für irgendwas Besseres einzustehen. Also unabhängig davon, was man jetzt von der Sowjetunion hält und ob man sagt, die Leute haben richtig damit gelegen, sich deswegen affirmativ auf die Seite des Ostblocks zu stellen, war es dennoch die Idee, dass es irgendwie fortschrittlich wäre. Und was heißt heutzutage? In dem Moment war es halt nur noch die Gegnerschaft gegen den Westen oder aber gegen die USA und auch Formen der Gewalt, die für die Linke so eigentlich nie ein Thema war. Politische Gewalt war ein Thema, aber die Ermordung halt von Zivilisten als Grund, möglichst viele Zivilisten umzubringen, hat sehr wenig mit emanzipatorischer Politik zu tun. Und da muss eine Regression der Linken festgestellt werden, eine neue Qualität dieser Regression. Und
genau, das ist quasi die Situation. Und die Leute haben dann diese Texte gelesen, haben sich mit der real existierenden Linken auseinandergesetzt, wie sie einem da irgendwie entgegenkamen. Und haben sich einfach mal gefragt, okay, ihr redet von Imperialismus, was ist das denn? Ja, Lenin hat dies und jenes gesagt. Sich Texte von Lenin angeguckt und auch so ein bisschen das kontrastiert. Und dann kam so die Idee auf, eine Diskussionsveranstaltung zu machen, ein Panel, mit der Frage, was heißt dieser Begriff eigentlich Imperialismus? Was hatte Imperialismus mal für eine Bedeutung im Rahmen von linker marxistischer Politik? Und auch diesem Schnellschuss, immer direkt antiimperialistisch zu sein, zu müssen, ohne halt auch zu gucken, wer hat da einen Konflikt mit wem und was bedeutet eigentlich Imperialismus. Welche Gründe gibt es vielleicht, Imperialismus zu kritisieren oder auch eine Politik gegen imperialistische Vorgehensweisen zu fahren und welche Gründe würden auch vielleicht dagegen sprechen. Und ja, diese Veranstaltung hat eine Wirkung erzielt auf der Linken, damals noch halt in den USA, wenn auch eher indirekt. Und es kam mehr und mehr Interesse auf an ähnlichen Veranstaltungen. Und so haben sich dann Chapter, so heißen quasi die Gruppen, in denen sich Leute von Platypus organisieren, nach und nach in der ganzen USA entwickelt. Und darüber hinaus ging es dann halt auch weiter, weil Universitäten natürlich internationale Anschlusspunkte sind, dass es sich auch weiter gespreadet hat. So kam es in den deutschsprachigen Raum, also mittlerweile ist Platypus in der Schweiz, in der Bundesrepublik und in Österreich vertreten, aber auch in Japan, ich glaube in Indonesien gab es eine Zeit lang eine Gruppe. Ich weiß nicht, ob die momentan noch aktiv ist, in Australien. Ich kenne auch die Anekdote, dass Leute momentan versuchen, in China eine Gruppe aufzubauen. Das Ganze aber sich etwas schwieriger darstellt, weil man halt nicht unabhängig Marx lesen darf in China. So, dass das Ganze halt nur mehr oder minder clandestin funktioniert. Obwohl, das, was wir machen, ist halt in keiner Weise subversiv oder irgendwas. Wir lesen Stuff. Wir sind ein Bildungsprojekt. Genau, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu Platypus. Fragen könnt ihr am Ende gerne irgendwie auch noch stellen. Ich würde jetzt erstmal zu dem Titel kommen der ganzen Veranstaltung. Ist ja das Kapital in der Geschichte. Den geschichtlichen Einstieg haben wir ein bisschen geschnitten, wir kommen da später noch zu. Jetzt würde ich erstmal auf den Begriff des Kapitals eingehen und Kapitalverhältnis. Ich würde da sagen, dass das gängige Verständnis von Kapital und von Kapitalismus unzureichend ist, um ihn wirklich spezifizieren zu können, also was ihn ausmacht. Häufig sind Vorstellungen von Ausbeutung das Maßgebliche, was Leute mit Kapitalismus verbinden, aber Ausbeutung hat es in der Menschheitsgeschichte bis dato immer gegeben, in verschiedensten Formen. Unterdrückung, Gewalt, auch bis zum Himmel schreiende Ungerechtigkeiten, wo eine Seite die andere ausgebeutet hat, so wenn man sich irgendwie an die Pyramidenbauten oder ähnliches anguckt, das Formen von Sklavenarbeit, die sich bisher durch die menschliche Zivilisation halt durchgezogen haben, sodass Ausbeutung, auch wenn es Teil von Kapitalismus ist, nicht das maßgebliche Moment sein kann, was es ausmacht. Und wir bei Platypus würden uns da an Marx richten, dass Kapitalismus die in Krise geratene bürgerliche Gesellschaft ist. Dass es ein Zusammenhang ist, der historisch noch nie da gewesen war, der eine Dynamik entfaltet hat, der die gesamte Gesellschaft umfasst, also alle sozialen Gruppen. Die Herrschaft, die hier vonstatten geht im Kapitalismus, ist eine Herrschaft über die Gesellschaft. Es ist nicht die Herrschaft von einzelnen Teilen der Gesellschaft über andere Teile. Natürlich sind verschiedene Gruppen, oder bei Marx sind es dann eher die Charaktermasken, auf unterschiedliche Art und Weise dieser Dynamik unterworfen des Kapitalismus, aber letztendlich ist es eine Dynamik, der alle unterworfen sind. Und genau, diese totale Dynamik, dieser totale Zusammenhang schafft halt auch eine Möglichkeit, das Ganze halt eventuell als Ganzes über sich hinaus treiben zu können. Genau,
Genau, aber wie ist es erstmal zum Kapitalismus gekommen? Ich würde sehr holzschnittartig so eine Art Zivilisationsgeschichte aufmachen. Die ist, wie gesagt, eine sehr holzschnittartige Folie. Wenn man sagen würde, vor ungefähr 10.000 Jahren war die agrikulturelle Revolution, das heißt, es fing an, sich Dorfgemeinschaften zu bilden, die Menschen wurden sesshaft von überwiegend eher nomadenhaften Lebensformen, Jäger und Sammler, Wildbeutern, fingen die Menschen immer mehr an, sich niederzulassen, Land zu kultivieren, Tiere zu domestizieren und Dorfstrukturen aufzubauen. Und das blieb auch sehr, sehr lange so. Man könnte dann wieder einen Schnitt machen vor ungefähr 500 Jahren, also ich mache wirklich hier sehr holzschnittartig das Ganze. So, und in so einer Phase Renaissance, Entwicklung von einem modernen wissenschaftlichen Verständnis, technische Innovation und dass diese vormals primär bäuerlich dominierte Lebensweise sich Stück für Stück schleichend transformiert hat. Die Bedeutung von Städten hat zugenommen, beziehungsweise Städte haben sich erstmal gebildet. Sogenannte Urbanisierung oder aber, ich kann kein Französisch, aber scheinbar kommt der Begriff Bourgeois daher, dass quasi es auf den französischen Begriff für Burg rekurriert und dass die Bourgeoisen die Leute sind, die innerhalb der Burgmauern leben, also quasi die Städter. Und diese, man könnte sagen, soziale Transformation oder aber auch soziale Revolution hat letztendlich auch einen politischen Ausdruck sich verschafft in den bürgerlichen Revolutionen. Da allen voran 1776 die amerikanische Revolution und 1789 die französische Revolution. Da spricht man auch von der Revolte des dritten Standes. Dritter Stand kommt daher, vor der französischen Revolution wurde die Gesellschaft quasi in 3 Stände aufgeteilt. Es gab ein Verhältniswahlrecht, jeder Stand hatte quasi eine Stimme. Es gab den Adel, den Klerus und aber halt der dritte Stand. Und so war es halt sehr, sehr einfach für den Klerus und den Adel zusammen den dritten Stand, die bürgerlichen Massen, die arbeitenden Massen zu überstimmen. Das wurde durch die Französische Revolution umgewälzt und ein ähnlicher Spirit lag auch hinter der amerikanischen Revolution. Und genau, das ist quasi der Punkt, in dem die bürgerliche Gesellschaft zu sich selbst kommt, sich politisch ausdrückt und die radikal bürgerliche Philosophie denkt, dass sie jetzt das Endziel der Geschichte erreicht hätte, dass sie quasi Menschheit und Gesellschaft verwirklicht, dass ab jetzt die Menschen sich als Freie und Gleiche begegnen werden und man in einem vernünftigen und natürlichen Verhältnis mit der Umwelt und aber auch miteinander irgendwie eintreten wird und die Menschen frei sind, etwas Neues zu werden. In der alten Gesellschaft war man gebunden an das, was man war. Man könnte sagen, die Freiheit damals hat sich als eine Freiheit des Seins dargestellt. Man war frei, wenn man so war, wie man ist und davon möglichst in Ruhe gelassen wurde. Also der Bauer, der sein Feld bestellt, ist frei, wenn er einfach sein Feld bestellt und dem König seinen Zehnten und Ähnliches gibt. Mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt sich ein neues Freiheitsverständnis. Die Freiheit, werden zu können. Die Freiheit, nicht mehr an das gebunden zu sein, in das man quasi reingeboren wird und dass man sich mittels Arbeit selbst schafft und die Gesellschaft schafft um sich herum. Und diese hehren Ziele und Vorstellungen sind ins Stocken geraten. Wir machen wirklich sehr schnell einen Durchgang jetzt irgendwie und gerne gleich auch halt irgendwie Fragen dazu. Und es kam zu einer Krise. Die Krise kam durch die industrielle Revolution, weil es nun einen neuen Widerspruch gab. Ein Widerspruch zwischen dem Wert der Arbeitskraft und dem Wert des Kapitals. Die Arbeit hat sich unterhöhlt. Anstatt ein Mittel zu sein, mit dem sich die Menschen selbst schaffen können und sich auch ein Stück weit verwirklichen können, wurde es ein Mittel, was über sie
anfing zu herrschen. Es war ein Mittel, das Marx spricht da auch von geronnener oder toter Arbeit, die überlebende Arbeit herrscht. Und es zu einer Proletarisierung kommt, was häufig wir würden sagen, Fehlverständnis ist, dass gedacht wird, okay, es gibt dann die bürgerliche Revolution und dann gibt es so die Arbeiter getrennt davon. Die arbeitenden Massen waren die Bürgerlichen und sie wollten zu ihrem Recht kommen. Der Abbé Sieyès hat zum Beispiel am Vorabend der Französischen Revolution gesagt, was ist der dritte Stand? Alles. Was ist er in dieser Ordnung? Nichts. Und was verlangt er? Etwas zu werden. Und jetzt wurde er etwas. Er war quasi die Gesellschaft. Und anstatt dass jetzt alles gut ist, kommt halt, wie gesagt, diese neue Krise. Die Leute werden proletarisiert. Sie werden davon abgeschnitten, ähnlich wie damals die Subsistenzbauern von der Möglichkeit, sich auf ihrem Land zu erhalten, abgeschnitten wurden jetzt diese Leute davon abgeschnitten, sich durch ihre freie Arbeit zu erhalten. In erster Linie, weil ihnen die Produktionsmittel fehlten. Durch den Übergang von der Manufakturproduktion zur industriellen Produktion. Die Einführung der Maschine. Und das ist ein verrücktes Dilemma, wenn man sich das überlegt. Max Horkheimer hat das mal so ausgedrückt, dass anstatt die Arbeit überflüssig zu machen, wurden nun die Arbeiter überflüssig. Also anstatt dass allgemeiner Wohlstand sich ausbreitete, immer mehr Leute die Früchte der modernen Produktionsweise genießen konnten, kam es zu Verelendung und Massenarbeitslosigkeit. Und das hat viele verschiedene Formen von Unzufriedenheiten hervorgerufen und viele verschiedene Formen, diese Verhältnisse verändern zu wollen. Radix, ich glaube das ist Latein für Wurzel, also quasi grundlegend verändern zu wollen, war die Aufgabe oder selbstgestellte Aufgabe der Linken, der politischen Linken, die auch ein neues Phänomen ist, dieser modernen Verhältnisse. Und ja, in Marx' Zeiten haben sich verschiedene Formen von Sozialismus Ausdruck verschafft und als vermeintlich ganz anderes dargestellt, wohingegen Marx diese ersten Ausdrucksformen als symptomatisch für das Kapitalverhältnis betrachtete, dass sie nicht außerhalb des Kapitalverhältnisses stehen, sondern maßgeblich das Kapital konstituieren. Proletarische Arbeit ist wesentlich, um Kapital zu erzeugen und zu erhalten. Und dass das aber eigentlich also das ist nicht in dem Sinne verkehrt ist, sondern dass sich die proletarische Arbeit darüber bewusst werden muss, dass es nicht darum geht, sich selbst zu verwirklichen, sondern sich selbst abzuschaffen. Die Form der proletarischen Arbeit muss überwunden werden. Das Proletariat müsste schauen, ob es möglich ist. Gibt es die Möglichkeiten, Bedingungen und Notwendigkeiten, sich selbst aufheben zu können. Und ja, Marx war deshalb nicht der beste, schlauste oder dedicatedste Kommunist oder Sozialist, sondern vor allem war er jemand, der eine Philosophie der Geschichte der Linken entwickelt hat. Er hat versucht zu verstehen, was es bedeutet, dass genau jetzt diese Form von Politik und Ideen aufkommen und zu sehen, wie eigentlich diese Gesellschaft, gegen die opponiert wird, also erst die Grundlage schafft, auf denen so etwas gedacht und vielleicht auch sowas umgesetzt werden kann. Aber dafür müssen sich diese Kräfte, die sich zum Teil halt auch sehr antizivilisatorisch und regressiv geäußert haben, zum Beispiel die Maschinenstürmereien, so, wo die Leute dachten, okay, wir müssen jetzt einfach nur die Maschinen kaputt machen, dann ist so alles gut. Weil die Maschinen machen uns arbeitslos, aber dann haben wir genug Arbeit. Wo dann Marx sagen würde, oder Marx sich gedacht hat, das Problem ist ja nicht die Maschine hat ein Potenzial, dass alle Leute weniger arbeiten müssen, sondern wie die Maschine in diesen Verhältnissen genutzt wird, ist das Problem. Und wir müssen diese Verhältnisse verändern. Und wie können wir das machen? Ja, und dafür ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln, das war so die Aufgabe, die sich Marx gestellt hat. Das hat aber leider alles nicht so geklappt, muss man leider so sagen. Es gibt sehr im Schnelldurchlauf die Geschichte der ersten bis zur vierten Internationalen. Die erste Internationale hat sich auch
aus der Erfahrung der wieder aufkommenden Kämpfe damals, vor allem im Zuge des amerikanischen Bürgerkriegs, gegründet, weil Marx und auch andere gesehen haben, englische Arbeiter haben sich mit den Nordstaaten in ihrem Kampf gegen den Süden und damit auch in ihrem Kampf gegen die Sklaverei solidarisiert, indem sie Wolle aus dem Süden abgelehnt haben, auch gegen ihr unmittelbares Interesse. Und Marx sah da das Wiederaufkommen, also mit wieder meine ich nach der Phase von 1848, auf die ich jetzt gar nicht so groß eingegangen bin. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das war auch eine Zeit revolutionärer Versuche, die aber nicht gemündet sind, weder halt in eine Form von sozialistischer Gesellschaft noch aber auch irgendwie bürgerlicher Gesellschaft. So. Oder quasi schon bürgerlicher Gesellschaft, aber emphatisch liberal, demokratisch, republikanisch. So. Und er sah halt dieses Aufkommen wieder von Klassenbewusstsein und auch von Internationalismus und hat dann oder auch maßgeblich die erste Internationale gegründet, die dann bis, ich glaube, 1872 oder sowas existiert hat. Dann kam, ich glaube, 1889 oder so, kam dann die zweite Internationale. Die hat sich am Ausbruch des Ersten Weltkriegs gespaltet. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, über diese Frage, also dass in Deutschland dann die SPD ja auch den Kriegskrediten zugestimmt hat, wohingegen eigentlich Tenor in der sozialistischen, also der zweiten Internationale war, dass sollte es zu einem Krieg kommen, man sich gegen quasi die Kriegsbeteiligung der eigenen Nation stellt. Dann Oktoberrevolution, die dritte Internationale, auch kommunistische Internationale, die versucht hat, die siegreiche Oktoberrevolution als so einen Funken zu nutzen für die kommunistische Weltrevolution. Hat auch nicht geklappt. Und die Verhältnisse haben sich stalinisiert, also es hat sich eine Form von autoritärem Staatskapitalismus in der UdSSR entwickelt. Es gab dann quasi noch einen Kampf von der linken Opposition, geführt von Trotzki, für eine andere Politik, der darauf gesetzt hat, dass man die internationale Revolution weiter vorantreiben muss, wohingegen halt andere Leute gesagt haben, okay, es hat bis jetzt nicht geklappt und wir müssen die Bestände der Revolution sichern und auch, also denen es halt einfach nicht mehr realistisch erschien. Trotzki hat dann noch einen Versuch gemacht, eine neue Internationale zu gründen, die vierte Internationale. Das Ding, muss man sagen, war aber eigentlich eine Totgeburt. Also das hat nie wirklich gezündet. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Marxismus eigentlich gänzlich zu einer Ideologie von industriellen Gesellschaften geworden. So, dass man eigentlich sagen kann, dass das so auch so ein bisschen das Ende der Geschichte des historischen Marxismus ist. Zu allerletzt jetzt mit dem Ende der Sowjetunion. Und warum erzähle ich euch das alles? Die Idee ist, hat die Moderne ein gewisses Potenzial? Leben wir noch in diesem Moment? Und wenn ja, was wären die Bedingungen der Möglichkeiten, dieses Potenzial bewusst zu machen, was notwendiger Schritt wäre, um eine Praxis zu finden, die das machen könnte. Und bevor das hier irgendwie missverständlich ist, wir machen weder Praxis, wir machen eigentlich auch keine Theorie. So, wir machen nichts dergleichen, wir lesen alte Texte und denken darüber nach. Und das war's eigentlich und reden ein bisschen darüber und versuchen, dem näher zu kommen, was haben diese Leute eigentlich mal gedacht und ist es überhaupt noch relevant, weil letztendlich, wer weiß, vielleicht gab es dieses Potenzial auch nie. Und das ist gar nicht so sehr eine rhetorische Frage oder so und am Ende wollen wir euch jetzt den Marx verkaufen, sondern wenn wir sagen, bei Platypus gibt es halt den Slogan, die Linke ist tot, lang lebe die Linke, ist es eher ein Moment von Hoffnung, von Wunsch. Man würde sich wünschen, dass es nochmal eine Linke gäbe, die dieses Potenzial der Moderne ausschöpfen kann, sodass die... Ich glaube nicht. Nee, wir hatten doch hier diesen Raum gebucht. Ja, Viertel nach. Bis 21:30 Uhr. Welche Uhr ist es? 83. Steht gar nicht drauf. Nee.
gehe mal kurz raus. Ja, okay. Ja, okay, das mal. Ja, okay. Ich muss mir eine Bar geben. Auch kein Problem, aber ich wäre, glaube ich, eigentlich auch so damit mehr oder minder durch, dass, genau, also wir uns dieser Frage halt stellen. Wir hoffen, dass dieses Potenzial gibt. Wir hoffen auch, dass die Versprechungen, die die bürgerliche Gesellschaft und die Moderne mal aufgeworfen hat, nach Leben, nach Freiheit, nach dem Streben nach Glück, dass die ihren bitteren Beigeschmack verlieren und dass da kein Weg an den Ideen von Marx vorbeiführt. Aber ob das alles nochmal was werden kann, keine Ahnung. Da laden wir euch unter anderem beim Lesekreis ein, euch gemeinsam mit uns den Kopf drüber zu zerbrechen. Dann erstmal danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Fragen, Ideen, Anmerkungen, Kritik, Hasstiraden, gerne alles raus. Eine Frage würde mich mal noch interessieren, gerade so, wenn du am Schluss gerade auch das Potenzial der Moderne und der bürgerlichen Gesellschaft erwähnt hast, also eben dieses Versprechen, eben Freiheit, Gleichheit, das Streben nach Glück. Und wie können wir dieses Potenzial erkennen, also ob es noch verwirklicht ist? Also, weil es gibt die Linke nicht mehr, die das sich auf die Fahne geschrieben hat. Und wie ist es denn überhaupt noch möglich, irgendwie dieses Potenzial zu sehen? Also das ist, glaube ich, das Problem, das viele halt ja auch haben in der Gesellschaft, deswegen ist so, viele Leute werden zynisch und sagen, es bringt eh alles nichts, es ändert sich eh alles nichts. Das ist halt, die Verhältnisse sind so, wie sie sind. Und ich glaube, das ist das Schwierige, auch irgendwie zu erkennen, wo dieses Potenzial liegt in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Also, ich glaube, auf der einen Seite würde ich das sagen, da hilft eine Auseinandersetzung mit Marx denken, wo er dachte, gerade den Punkt zu sehen, in dem das Potenzial halt liegt. Aber ich würde auch stark machen, dass quasi diese Ideale, dass sie ja nicht vergangen sind, sondern dass sie immer nur, also sie waren nicht nur Versprechen, aber sie waren auch immer Versprechen. Dass quasi die bürgerlichen Versprechen, zum Beispiel der amerikanischen Revolution, auch zum Beispiel von freien und gleichen Menschen doch mit eingeschlossen haben, dass es noch in dieser Gesellschaft Sklaverei gab, noch fast 100 Jahre lang. So, und auch die Versprechen der französischen Revolution mindestens Frauen ausgeschlossen haben. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, wie es damals war mit irgendwie Minderheiten in Frankreich, aber spätestens in dem Rollback der französischen Gesellschaft auf jeden Fall auch ein rassistischer Ausschluss aus den Menschenrechten, die irgendwie verbunden waren, sodass es auch kein glorreiches Zeitalter leider gab, sondern die Frage ist, okay, war dieses Versprechen, also es war ja irgendwie nicht nur Priestertrug, es war ja nicht nur einfach irgendeine Lüge. Die Frage ist, wo wäre der Ansatz? Ich glaube, der Ansatz wäre halt eine Gesellschaft, in der, falls man das überhaupt so positiv ausmalen könnte, in der ja, ich glaube, ich wüsste da keinen Plan, den ich irgendwie aufmachen könnte, weil das ist auch so ein Punkt bei Platypus. Wir gucken uns halt auch die reale Linke an und sagen, okay, die ist eigentlich noch auf einem höheren Stand des Bewusstseins, aber auch die sind gescheitert. Also was quasi eine wirkliche Handlungsoption ist, keine Ahnung. Ich würde persönlich sagen, was mich irgendwie motiviert daran, erstmal mich damit auseinanderzusetzen, ist halt, irgendwie ist ja auch so nicht cool. Ja. So, also ich würde sagen, irgendwie eine Bestimmung über das Negative. Ich glaube, so würde ich es ausdrücken. Eine Bestimmung über das Negative. So. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich wollte jetzt auch gar nicht darauf hinaus, mit dem Potenzial, dass es sozusagen so einen Weg gibt, so hier, das ist der Weg der Praxis, also wie können wir es verändern, sondern mir geht es eher darum, wie können wir dieses Potenzial überhaupt erstmal denken. Also natürlich steht irgendwie das Denken und das Handeln irgendwie im Zusammenhang, aber das ist vielleicht auch das Problem. Also
Du meintest das letzte, was war zuerst da? Die Ohnmacht oder die Resignation? Hast du letztes, als wir im Pub waren? Als wir im Pub waren, ich soll mich daran erinnern. Ich glaube, vielleicht haben wir so über Klimawandel und sowas geredet. Ja, Also über den allgemeinen Zynismus auch, so diese Leute so, es geht eher als für die Hunde, wir können nichts machen und so. Ja, scheiß drauf, dann mach ich mir jetzt ein schönes Leben. Ja, zum Beispiel, weil ich ziehe ins Private zurück. Aber da würde ich ja irgendwie sagen, also wenn das klappen würde, wäre ja cool. Man könnte sich ein schönes Leben einfach so machen. Aber das funktioniert ja auch für immer weniger Leute. Also selbst irgendwie in, keine Ahnung, so einer Gesellschaft, die irgendwie vielleicht politisch den Krieg irgendwie, den Zweiten Weltkrieg verloren hat, aber wirtschaftlich als Gewinner rausgegangen ist wie Deutschland, wo es dann irgendwie die Jahre der Prosperität nach dem Krieg gab, das geht ja mindestens seit den 70ern steil bergab. So, ich würde ja sagen, auch heute an Universität gehen ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit ein gesichertes, gutes Auskommen zu haben. So, also da würde ich sagen, wenn das ginge, keine Ahnung, ob ich meinen Abend hier jetzt nutzen würde, sondern würde, keine Ahnung, irgendwas netter, also ist jetzt nicht auch schlecht mit euch hier zu sitzen und so, aber keine Ahnung, wenn ich einfach irgendwie Dinge mehr ausblenden könnte, würde ich das vielleicht sogar auch machen, keine Ahnung. So. Aber es geht ja auch nicht. Für manche Leute geht's aber immer noch wahrscheinlich. Ja, und also ist ja auch cool für die. Ja. Vielleicht so eine Intervention, wenn du doch selber sagst, du weißt ja jetzt auch nicht, was machen. Ja, da bin ich ja bei dir. Welche Option hast du denn dann, außer zu versuchen, dich im Privaten irgendwie in Glück zu finden? Wenn es sowieso aussichtslos erscheint oder im Moment so aussieht, ne, jetzt könnte man nichts großartig machen, was soll ich denn sonst machen? Außer vielleicht bewusst einkaufen oder so. Ne? Diese Angebote haben wir aktuell, wo wir irgendwie so ein Gefühl zumindest davon haben, wir könnten einen Unterschied machen. Oder jetzt in der Kriegssituation heizen viele nicht, ne? In der Hoffnung, dass das irgendwie hilft. Und ich glaube, das gibt es noch, ne? Dass so im Kleinen dann versucht wird, so einen Unterschied zu machen, der diese Geschichte aber der großen Würfe, ne? Der großen Idee, die Gesellschaft komplett auf den Kopf zu stellen und zu verändern, das wirkt für mich irgendwie so extrem weit weg. Ja, das wirkt extrem weit weg, unglaubwürdig, so alles ineinander. Ja? Und ja, ich habe deinem Vortrag gefolgt, aber ich habe mich zwischendurch gefragt, okay, wow, wer will das checken? Ja, weil ich kenne das ja irgendwie, habe mich damit auseinandergesetzt, fand es aber jetzt nicht viel und hat jetzt für mich irgendwie den Wunsch, dass man vielleicht nochmal einzelne Begriffe irgendwie klärt oder so. Klar. Achso, hier auch da, was noch was sagen wollte. Nee, bitte, brech mich gerne ab, ich will sonst nicht. Also, weil du das mit den Begriffen gerade meintest, das habe ich mich auch noch gefragt. Also, am Anfang deines Vortrags sprachst du ja auch über den Kapitalismus oder das Kapital irgendwie häufig falsch verstanden wird heutzutage und sagst dann, dass es Herrschaft über die Gesellschaft ist. Ich wollte nur noch mal nachfragen, was jetzt hier unter Herrschaft zu verstehen ist. Herrschaft von wem? Oder Ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die grundlegenden Fragen sind immer die besten auch. Und ich würde sagen, es ist halt keine Herrschaft von jemandem. Es ist ein Prozess, der über die Leute herrscht. Marx spricht ja auch von einem stummen Zwang der Verhältnisse. Es ist der Zwang und damit auch die Herrschaft, immer mehr Wert zu produzieren, sei es auf der Seite des Kapitals oder aber Arbeitskraft zu verkaufen für einen lebensfähigen Lohn. Und es ist quasi die Herrschaft des Wertes, würde ich jetzt irgendwie sagen, die über die Gesellschaft herrscht und es nicht einzelne Kapitalisten oder ähnliches sind, sondern dass auch, keine Ahnung, ein Kapitalist, weiß nicht, Jeff Bezos oder so, dieser sozialen Dynamik genauso unterworfen ist. Ich weiß nicht, ob das schon geholfen hat, sonst frag gerne noch ein bisschen weiter so und
mache Dinge ja immer manchmal zu konkret. Ich mache manche Dinge zu flapsig, aber ich versuche es mal. Ja. Aktuell haben wir die Freiheit, einen Job zu finden, den wir wollen. Sage ich jetzt mal so. Früher warst du ein Bauer, wenn dein Vater ein Bauer war. Du warst ein Handwerker, wenn dein Vater ein Handwerker war. Und wenn du eine Frau warst, hat es mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Ja. Das ist die große Veränderung zu heute. Wir haben immer noch diese Freiheit, uns einen Job zu suchen, den wir wollen. Aber wir müssen auch einen haben, sonst sterben wir. So, das ist erstmal die grundlegende Situation, in der wir uns befinden. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, und die Kohle haben, die haben eine Menge Freiheit, weil die müssen sich ja keinen Job suchen. Damit die aber in der Position bleiben können, müssen die immer wieder investieren, müssen ihren Wert, den sie besitzen, ihre Schätze immer wieder einsetzen, investieren, damit das noch was wert bleibt, was sie da haben. Das Kapital müssen sie immer wieder einsetzen. Das heißt, sie sind auch in einer Weise gezwungen, mitzumachen. Und so sind alle gezwungen, mitzumachen in einer Gesellschaft, die eigentlich Freiheit sein soll. Und das ist paradox. Und das war zu Zeiten, als der Staat noch nicht so sehr eingegriffen hat, mit Sozialsystemen und so weiter, noch viel himmelschreiend sichtbarer, weil man halt dann einfach sterbende Menschen auf der Straße hatte, die nichts zu essen hatten. Das kennen die jetzt hier in Europa nicht mehr so, je nachdem, wo wir uns befinden. Aber hier in Deutschland kennen wir es nicht so sehr. Und das ist quasi der ganze Zusammenhang, über den wir reden. Und der hat aber eine Tendenz, dass das, was darin passiert, immer weiter sich zuspitzt. Man kennt das oft, diese Schere arm-reich oder so, was man immer wieder auch mal hört, dass die immer weiter auseinandergeht. Das ist letztendlich auch die Tendenz, die Marx vorschwebte. Auf der einen Seite wird immer mehr Reichtum zusammengehäuft und auf der anderen Seite immer mehr Armut zusammengehäuft. Und das ist aber Freiheit, offiziell. Und zwingt beide Pole irgendwie dazu, in ihren Rollen zu verharren. Das ist so, würde ich sagen, ungefähr das, um was wir reden. Ja, aber ich glaube, deine Frage ging ja auch nochmal mehr vielleicht so einer positiven Bestimmung, was Kapital ist, oder? Ja, also also dieser Begriff auch der Herrschaft irgendwie. Ja, das ist Also ja, den Punkt der Herrschaft. Zwang, so kann ich das verstehen, wie du das jetzt auch gerade meintest. Und jetzt, aber Herrschaft impliziert jetzt für mich auch irgendwie Herrschaft also ein Verhältnis zwischen verschiedenen Akteuren. Ja, ich würde sagen, dass dieses Novum ist im Kapitalismus, dass es halt nicht die Herrschaft von jemandem ist über jemanden anderes, sondern die Herrschaft, man könnte sagen, von den Menschen geschaffenen Dingen über die Menschen, dass sie eine Dynamik in Gang gesetzt haben, der sie jetzt folgen müssen. Dass quasi unter dem Zwang, seine eigene Existenz sonst zu verlieren, man dazu forciert ist, arbeiten zu müssen und aber als Kapitaleigner unter dem Zwang, in der Konkurrenz zurückzufallen und damit seine Existenz zu verlieren, dann quasi in den Zwang der Lohnarbeit zu kommen und da wieder dem Zwang irgendwie zu unterstehen, sein Kapital immer wieder neu zu verwerten. Und dass niemand die Möglichkeit hat, sich da rauszuziehen. Und als Kapital würde ich da beschreiben, dass es geronnene Arbeit ist. Ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal so ein bisschen mehr mit Marx auseinandergesetzt hat und so die Wertentwicklung, auch gerade im Produktionsprozess, in dem, wenn man irgendwie erstmal Produktionsmittel hat, was so ein Grundkapital ist, keine Ahnung, ich habe eine Firma und erzeuge Rohre oder so, dann muss ich damit kalkulieren, dass ich einen gewissen Gewinn habe, um erstmal diese Rohre und nicht nur die Rohre, sondern die Maschinen in Gang zu halten, die diese Rohre produzieren. Ich muss aber auch Kapital mit einrechnen
für den Verschleiß der Maschinen, also keine Ahnung, nach 20 Runden Rohre zu produzieren, muss ich neue Maschinen kaufen. Und ich muss aber auch die ganze Zeit aufmerksam sein, ob es neue Technologien gibt, die Rohre quasi schneller produzieren können, besser produzieren können, um dann möglichst schnell auch diese Maschinen mir aneignen zu können, um in der Konkurrenz nicht hinter den anderen Firmen, die auch Rohre produzieren, hinten anzustehen. Der Lohn da drin ist quasi ein Teil der Kosten. Und jetzt haben wir es so, dass quasi die Maschinen werden immer besser. Keine Ahnung, ich stelle dich ein, so, und für 8 Stunden kriegst du, keine Ahnung, richtig schlechter Lohn, 80 Euro. Du kriegst pro Stunde 10 Euro, um es einfach zu machen. So, und du arbeitest jetzt irgendwie dein ganzes Leben bei mir, fängst irgendwie mit 20, Mitte 20 irgendwie an. Meine Maschinen sind halt so ausgerichtet, dass wenn du 8 Stunden arbeitest, nach 5 Stunden hab ich quasi den Wert produziert, der deinen Lohn beinhaltet. Das heißt, du arbeitest 3 Stunden quasi für mich. So, aber es ist auch nur quasi für mich, weil ich diese 3 Stunden auch mit einkalkulieren muss für diese ganzen anderen eventuellen und bevorstehenden Kosten. So, jetzt habe ich quasi bessere, innovativere Maschinen und du arbeitest immer noch 8 Stunden für mich und kriegst immer noch 10 Euro die Stunde, aber jetzt ist es so, dass du mit der Leistung durch die Maschine innerhalb von 3 Stunden deinen Lohn quasi an Wert geschafft hast. Und jetzt arbeitest du, was sind es dann, 5 Stunden für mich. Damit wird quasi deine Arbeit die ganze Zeit unterhöhlt. Und jetzt ist es vielleicht erstmal so, okay, was kann es dich jucken, wenn du quasi irgendwie damit doch zurande kommst. Aber die Sache ist ja auch die, irgendwann wirst du überflüssig. Vielleicht brauche ich halt quasi nur noch eine Person, die diese Sachen macht, die du machst, wo es halt vor 100 waren so. Oder ich brauche noch 10. So, das heißt, die Menschen, die nichts anderes haben, als quasi sich über Arbeit zu erhalten, werden der Möglichkeit, sich zu arbeiten und Lohn zu empfangen, entzogen. Und auch auf Seiten des Kapitals ist es so irgendwie, ich bin ein kleiner Produzent, keine Ahnung, ich probiere mit allen Mitteln und Wegen irgendwie die Gewinnmarge mindestens so zu halten, dass ich mit den anderen mithalten kann. Ich entlasse schon ganz viele Leute, das ist super schweren Herzens für mich, weil ich vielleicht so Kleinunternehmer bin und halt auch kein Arschloch und so. Und am Ende gehe ich aber dennoch bankrott, weil ich halt mit der größeren Rohrfirma halt nicht konkurrieren kann. So, und da würde ich sagen, das ist eine Herrschaft, aber die ist halt abstrakt und anonym. Es ist keine Person, die da herrscht. Es ist ein Prozess. Nichtsdestotrotz profitieren manche Personen in diesem Prozess mehr als andere. Also es gibt ja dieser Klassenwiderspruch ist ein Symptom dieses gesamtgesellschaftlichen Prozesses. Ja, ich würde aber sagen, das ist nicht der wesentliche Punkt des Kapitalismus, dass halt Leute einfach profitieren. So, aber vielleicht auch mal von Leuten, die weniger schon bei Platypus sind, um nicht so eine interne Diskussion zu machen. Gerne auch noch weitere Fragen diesbezüglich oder vielleicht von dir, ob du irgendwie Fragen hast. Ja. Ja, ich werde verstehen, Easy. Ich versuche die Weise aussprechen und diese Freiheit, wie Kollege gesprochen hat, ist nicht für alles hier in Deutschland. Rechte auch für Arbeit oder auch Rechte zu leben ist nicht für alles. Jetzt ich habe einen Kollegen, er ist auch Brasilien und dann hat alles in Brasilien verlassen und versucht dieses neue Leben hier in diesem Kapitalismus in Deutschland, weil in Brasilien sie sagen, oh, Deutschland, die Arbeit, die kommen rein, aber wenn wir hier kommen, ist total anders. Und dieser Kollege jetzt, die Vater von ihm ist deutsch und Mutter ist brasilianisch. Dann hatte die Ausweis auch Deutschland und er hat ein Hotel, aber es ist nicht ein Hotel, es ist für obdachlos Hotel und er verdient ein paar Geld vom Jobcenter und die Jobcenter darf bis 100 Euro arbeiten für verdienen und aber er muss
80% von Jobcenter zurückgegeben. Und dann hat er mir gesagt, das hat keinen Sinn, warum ich arbeite? Ich bezahle 80% und bleibe mit 20 Euro. Was mache ich? Und danach, wenn ihr kann arbeiten auch, aber wenn ihr eine Arbeit findet, ihr verliert diese Hotel und ihr kommt nicht weiter. Dann ist unter Druck jetzt. Und es gibt andere Menschen auch, zum Beispiel hier sind die über 8 Jahre, 20 Jahre. Ich kenne eine Person, die hat eine Universität gemacht, eine Promotion, aber trotzdem hat keinen Aufenthaltstitel in Deutschland. Und dann, wie diese Rechte ist abstrakt, wie Marx sagt, ist subjektiv, wir können nicht sehen, aber ist da. Und kommt von oben und ja, ist ein Kampf, muss jeden Tag kämpfen. Für Recht, zur Freiheit, zu leben und diese Rechte versuchen uns jeden Tag unter Druck ist nicht einfach. Danke, ich finde, das verdeutlicht das eigentlich ziemlich gut. Also dieser stumme Zwang, das, was du als Druck beschrieben hast, und quasi diese Folie zu haben von diesen abstrakten Rechten, die aber auch immer wieder eingefordert und erkämpft werden müssen, die nicht einfach da sind, sondern die quasi ein Versprechen sind, wo man schauen muss, wie man darauf besteht, damit es eingelöst wird. Und wir heute nach wie vor dieser Aufgabe stehen, weil es halt nicht eingelöst ist. So. Und auch quasi das Risiko, wenn du sagst, irgendwie der Bekannte hat irgendwie Dinge ja auch in Brasilien zurückgelassen, Möglichkeiten, wahrscheinlich musste er auch irgendwie viel Geld irgendwie für Visum oder ähnliche Sachen bezahlen, um irgendwie nach Deutschland zu kommen. Und das sind ja auch Risiken, die er selbst tragen muss, in der Hoffnung, sich verwerten zu können hier. Yes, ja, so. Ja, vielleicht halt auch nochmal so ein bisschen mit der historischen Folie, oder ich hoffe, dass es vielleicht ein paar Aspekte zusammenbringt, so, dass so ja die Idee von so den bürgerlich Radikalen war, Gesellschaft zu errichten, die halt quasi so durch den Markt vermittelt ist. Dass man nicht mehr ein Bauer ist, der sich und seine Familie und sein Haus komplett selber erhält, alles für sich selber herstellt, sondern man halt sagt, okay, so wir gehen in den Tausch miteinander und teilen uns die Arbeit. So, ich mache die Brötchen und jemand anders macht meine Klamotten. Und dadurch mache ich nicht einfach alles selber, sondern wir tauschen. So, und alles ist gut. Und zusammen als Gesellschaft häufen wir mehr und mehr Wohlstand an, der dann halt auch allen zugutekommt, weil wir tauschen ja auch. Und das ist halt quasi so diese Idee der Bourgeoisen. Und in der Vorstellung der bürgerlich Radikalen gibt es halt quasi nur die Bourgeoisen. Und ein Proletariat, das da entsteht, war von den Leuten gar nicht vorgesehen. Die konnten sich nicht vorstellen, dass sowas überhaupt passiert. Und doch halt quasi so aus diesem Prozess heraus, der Anhäufung halt auch so von immer mehr Wohlstand, sowohl materiell als auch auf der Ebene von Wissen, entstehen dann halt so diese Maschinen, der angesprochene Übergang zwischen so Manufakturen und so einer industriellen Produktion. Und das halt quasi das Resultat dieser gesellschaftlichen Entwicklung dazu führt, dass eben bestimmte Leute abgeschnitten sind von der Möglichkeit oder halt immer mehr abgeschnitten werden von dieser Möglichkeit daran teilzunehmen, an diesem Tausch und dadurch halt auch so an dem Wohlstand teilzunehmen. Das war für Marx so ein Punkt, den er versucht hat zu begreifen. So. Und dass halt quasi dann eben auch aus dieser Unzufriedenheit damals so der Sozialismus erwachsen ist, so die Arbeiterbewegung als politischer Ausdruck dieser Unzufriedenheit. So. Das war halt so der Punkt, wo er sich gefragt hat, warum tauchen die jetzt auf, wie passt das alles miteinander zusammen und verweist es nicht, diese Selbstwidersprüchlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft, verweist es nicht auf die Möglichkeit, dass es eine andere Form von menschlichem Zusammenleben geben kann. Auch vielleicht eine andere Form auch von Freiheit. Ja, ich finde das sehr interessant, weil es scheint ja auch paradox, so wie ihr beide das eigentlich beschrieben habt, dass so durch den Markttausch und die industrielle Revolution oder die Arbeitsteilung ja dann irgendwie eigentlich möglich ist, so, also dass dann dasselbe halt
nicht mehr 100 Stunden Arbeit, sondern in 10 Stunden hergestellt werden kann. Und eigentlich müsste man ja meinen, dass dann alles ausreichend oder im Überfluss zur Verfügung steht, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Finde ich doch interessant, wie man das auch erklären kann. Ja. Vielleicht eine ähnliche Frage, aber wir hören oft, Marx hatte einen dialektischen Begriff des Kapitalismus. Kannst du ein bisschen dazu erklären? Eine große Frage, ein bisschen, was ist das mit Hegelianismus? Oder ist das wichtig? Ist das für ein Konzept? Kapitalismus. Ich kann das vielleicht aufgreifen, weil das ist das, was Kat auch gerade gesagt hat, diese Selbstwidersprüchlichkeit. Ich glaube, das ist der Punkt. Und du hast ja auch das gemeint mit der Negation. Also, dass halt geschaut wird, wo steckt so in den Phänomenen dieser Welt, wo stecken Widersprüche drin. Also nicht zu sagen, dieses Phänomen ist entweder das oder jenes, sondern es ist beides zugleich. Der Kapitalismus hat führt zu dieser massiven Verelendung ein großer Teil der Bevölkerung, dadurch, dass die Arbeit entwertet wird. Aber andererseits entwickelt er auch dann wieder diese Produktivität, die den Reichtum verspricht. Also das Reichtum und Armut gleichzeitig. Und diese beiden widersprüchlichen Punkte, die sagen wir zusammenkommen, diese Widersprüche zu entfalten und zu gucken, wo kommen wir hin, wenn wir diesen Widersprüchen folgen. Daraus entsteht dann vielleicht auch dieses Potenzial dann des Kapitalismus, also oder das Potenzial der Freiheit, das auch angelegt ist in dieser Gesellschaft. Ja. Oder zumindest erschien das Marx einmal so. Sorry. Nee, alles gut. Hast du ja nicht gesehen. Also wenn wir jetzt so ein Gedankenexperiment machen würden, als dann zum Beispiel die Maschinen eingeführt wurden und du meintest ja gut, dann hat der Arbeiter quasi schon nach 3 Stunden quasi seinen Lohn erarbeitet und arbeitet dann die weiteren 5 Stunden für das Unternehmen zum Beispiel oder irgendwann wird er dann halt komplett überflüssig. Also man hätte doch dann theoretisch die Arbeiter weiter beschäftigen können und ihnen, weil das ganze Geld, was dann eingenommen wird durch die Maschinen, kommt jetzt zum Unternehmer. Aber rein theoretisch hätte er das ja auch auf die Arbeiter, die er entlassen hat, verteilen können, oder? Nee, weil der Unternehmer, wenn er das halt machen würde, mittel- bis langfristig untergehen würde. Dann würde das Unternehmen bankrott gehen und letztendlich würde halt auch keiner der Arbeiter mehr angestellt werden können und Lohn erhalten. Warum würde das Unternehmen dann bankrott gehen? Wenn wir beide quasi produzieren, wir produzieren halt irgendwas und du machst es quasi in deinem Unternehmen so, dass quasi dieser Mehrwert an die Arbeiter wieder zurückgeführt wird. Ich benutze quasi diesen Überschuss, investiere in neue Maschinen, kann meine Produkte dadurch besser und noch günstiger anbieten als deine. Niemand kauft deine Sachen und du wirst bankrott gehen. Erst wirst du anfangen, einzelne Arbeiter entlassen zu müssen, irgendwann wirst du das Unternehmen schließen müssen. Ja, genau, das ist halt das Problem mit der Konkurrenz, wenn die Konkurrenz es halt nicht genauso macht. Und wenn das quasi alle so machen würden, wäre dann das Problem, dass vielleicht der Fortschritt nicht so schnell vorangetrieben wird, wenn eben halt nicht so viel investiert werden kann. Ich glaube, da kommen dann so die Grenzen von so einem Gedankenexperiment, weil das wäre, also würde es dann überhaupt noch Sinn machen, Lohnarbeit zu machen, oder wäre es dann in Form von irgendwie einer neuen Form von gesellschaftlicher Arbeit, die halt nicht sich an der Produktion von Wert orientiert, sondern der Erfüllung von Bedürfnissen. Und ich würde ja sagen, also ich weiß nicht, ob das so ein Innovationshemmnis ist. Vielleicht, also ich glaube,
vielleicht da auch irgendwie das mit Dialektik aufgreifen. Ich hadere da immer so ein bisschen, weil ich habe den Eindruck, irgendwie man kommt da super schnell ins Schwafeln, wenn man irgendwie versucht, diesen Begriff Dialektik irgendwie zu greifen. Und ich bin auch nicht so firm in Hegel und allem, deswegen probiere ich das eher so ein bisschen zu umschiffen. Aber dass quasi Liberalismus und auch die damit also zusammenhängenden sozialen Formen auch der Konkurrenz Gesellschaft sehr weit vorangebracht hat, Ja. aber jetzt in Widerspruch auch geraten ist. Und ich habe den Eindruck, aber ich erstmal irgendwie aus meiner Perspektive auch nicht für Platypus sprechen, dass es da irgendwie ein Hemmnis ist zurzeit, gerade wenn man irgendwie sich anguckt, sowas auch wie Copyrights, Patente oder ähnlichem, dass es gerade irgendwie Innovation an vielen Stellen verhindert oder wie viele, so ein Fall, ich habe auch nicht so viel Plan von Pharmalogie und Pharmaindustrie und so, aber an wie vielen Stellen gesagt wird, okay, Medikamente könnten an vielen Stellen eigentlich schon wesentlich einfacher und weiter zugänglich produziert werden. Das wird aber nicht auf der Grundlage von Patenten und der Sorge, dass dann halt Gewinneinbußen dastehen. Und ich habe eher die Vorstellung, dass das, glaube ich, neue Potenziale freisetzen könnte. Aber Ja, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Patent für AIDS-Medikamente. In Afrika ist es nämlich so, dass die ansässigen Unternehmen anscheinend dieses Patent nicht kaufen dürfen, um die Medikamente günstiger für ihre Bevölkerung zu produzieren, sodass die sich das leisten können, sondern manche Unternehmen wollen halt, dass sie die teureren Medikamente aus, weiß nicht, wahrscheinlich alles amerikanische Unternehmen kaufen. Oder Bayern hier aus Deutschland. Ja, genau, und ja, das können sich halt viele nicht leisten. Dann Ja. ist es ein bisschen asozial. Voll, und da fällt es schwer, auch vielleicht irgendwie, das auch nicht erstmal irgendwie moralisch abzulehnen, aber auch da zu sehen, diese Unternehmen, ohne die jetzt irgendwie dann auch einfach verteidigen zu wollen oder so, die sind halt diesen Imperativen genauso halt unterworfen, und wenn es halt dann nicht dieses Unternehmen machen würde, würde es halt das nächste Unternehmen machen, so. Ja, das ist es halt, wenn alle dann so ein bisschen egoistisch sind. Ich glaube, es ist halt mehr als nur eine Frage von Moral. Aber du hast dich gemeldet. Genau, Ich würde das wollte ich nämlich auch gerade sagen, dass ich glaube, dass es gar nicht so eine moralische Frage ist, sondern einfach eine logische Diskussion. Also So, wir wollen halt überleben als Unternehmen oder als Einzelperson und... Ich weiß nicht, was... Ja, ich bin halt, meiner persönlichen Meinung nach ist halt vor allem auch so die Debatte oder linke Diskurse heutzutage werden häufig mit Moral geführt, aber ich glaube in einem materialistischen, oder so in meinem Verständnis, was ich denke, von einem historisch-materialistischen Verständnis ist eigentlich das Kernargument nicht die Moral, sondern an sich einfach Logik. Also es ist einfach keine moralische Diskussion, meiner Meinung nach. Also für mich ist die Frage der Moral ja gar nicht so zentral, wenn man verstehen will, wie unsere Verhältnisse funktionieren. Ja, genau. Vielleicht um so Teufelsadvokat zu sein. Ne? Wenn ich jetzt Geld hätte, was wir sonst nicht so üblich haben, und ich würde das investieren in einen Aktienfonds. Und mir wird versprochen von meinem Broker, dass dieser Aktienfonds 5% abwirft. So. Und der Broker gibt es dann wiederum, dieses Geld, das er von verschiedenen Leuten wie mir hat, weiter. Und darunter auch in den Vorstand von Bayer. Und der Vorstand von Bayer, das sind aber mehrere Leute. Das ist ja nicht nur eine Person. Und die müssen wiederum Firmenentscheidungen treffen für diese, weiß ich wie viele Tausenden Mitarbeiter, die haben, um am Ende des Tages Gewinn zu generieren. Und in dieser ganzen Kette würde ich verdammt nochmal sauer werden, wenn ich am Ende meine 5% nicht kriege. Ja. Und deshalb machen die das. Also da sind extrem viele Zwischenschritte drin. Es ist nicht so, Jeff Bezos ist ein Satan, der irgendwie so Amazon durchregiert, sondern der hat selbst über sein Unternehmen nicht mehr so eine große Macht. Es ist sogar eher interessant, dass jemand wie Elon Musk aktuell so wirkt, als könnte der wirklich so gesellschaftliche Punkte setzen. Das ist, finde ich, sogar eher eine relativ neue Entwicklung. Dass jemand so irgendwie so
so mächtig erscheint wieder, ne? Dass der wirklich so eingreifen könnte in einer Weise in die Gesellschaft. Das hatten wir lange nicht mehr. Das ist eher so ein anonymes Ding. Und gerade bei großen aktiennotierten Unternehmen, die haben Vorstände in ihren einzelnen Subunternehmen und die sind für die Firmenstrategie zuständig. Und die müssen verdammt nochmal liefern, sonst sollen die gefälligst in den Hut nehmen, damit ich meine 5% kriege. Ja, und der Broker will ja aber eigentlich auch noch was, also sind wir schon über 5. Ja, also, und das ist ein weiterer Faktor, ne, oder warum es nicht moralisch zugeht, sondern rein logisch. Ne? Das ist Und mit den 5% jetzt irgendwie würdest du ja dir nicht. Also ich würde es dir wünschen, dass du dir damit einen faulen Lenz machen kannst, aber wahrscheinlich wirst du jetzt, weiß nicht, bei steigenden Gaspreisen, Lebensmittelpreisen etc. pp. deine 5% wahrscheinlich auch in deine Lebensunterhaltskosten zu großen Teilen irgendwie wieder reinstecken müssen, sodass es jetzt auch kontraintuitiv erscheinen würde oder es zumindest wieder mit der Gefahr, die eigene Existenz zu gefährden, einhergehen würde, darauf zu verzichten. Ja, dann könnte auch sagen, nee, ich will, dass die Leute wirklich diese Medikamente bekommen, aber ich möchte ja auch meine 5% und was die aber da machen auf diesem ganzen Weg dahin, das ist ja nicht meine Verantwortung. Und das stimmt irgendwo ja auch. Und irgendwo auch nicht. Ja, und darin befinden wir uns quasi, ne? In so einer, es gibt keine Unschuldigen in der Weise. Ne? Du meldest dich dahin? Achso, ja, ich wollte nur mal Achso, sorry, stimmt, du ein warst gutes Wort für die Moral einlegen, weil, Die Moral ist nichts Einzelnes. weil ich finde, also ich bin da total bei euch, dass man auf jeden Fall nochmal so ein bisschen logischer das ausklamüsern muss, um mal rauszufinden, um was es eigentlich geht. Aber ich finde auch, dass man die Moral eigentlich gar nicht, also dass man nicht im Gegenzug die Moral erstmal, nur weil sie auf der einen Seite jetzt so überbetont wird und so überemotionalisiert wird, finde ich auch nicht, dass man die dann komplett rauslassen darf. Weil wenn wir jetzt so bei deinem Beispiel bleiben, so, dann kann man halt auch sagen, okay, ich möchte es halt so, ich möchte meine 5%, aber ich möchte halt auch, dass da jetzt kein Scheiß mitgemacht wird. Deswegen gucke ich halt mal, ob es vielleicht Leute gibt, die sagen so, wir versuchen mal so zwei Sachen zusammenzubringen. Also keine Ahnung, so gibt es jetzt ja mittlerweile immer mehr Gruppen, die halt, so wenn es um Patente geht, die sagen, okay, wir machen hier ein Open Source Patent oder sowas. Oder wenn wir jetzt über das Investieren sprechen, dann guckt man halt, dann gibt es halt spezielle Fonds, die halt sagen, okay, wir berücksichtigen die soziale Komponente und so weiter und so fort. Also ich finde, dass man halt so am Ende des Tages nur mit kalter Logik genauso wenig weit kommt, wie wenn man nur mit Moral arbeitet, sondern ich finde schon, dass man das in dem ganzen Ding, in dem ganzen Struggle nicht auch, also dass man das schon mit einfließen lassen sollte, dass man halt schon nochmal guckt, wo kommen wir denn, also wo komme ich raus und finde ich das eigentlich gut? Ich würde jetzt erstmal die Leute, genau, die nicht bei Platypus sind. Ich würde auch antworten wollen. Aber ja, genau, erstmal vielleicht die Leute, die nicht bei Platypus sind. Du und dann du da hinten. Also ich wollte auch in die gleiche Richtung was sagen. Ich weiß schon, was gemeint ist, dass man auf der analytischen Ebene jetzt mit Moral vielleicht nicht so weit kommt. Und warum man jetzt sagt, dass das logisch ist, so zu handeln oder dass das alles so aufgebaut ist. Nur was ist Logik? Also geht es jetzt darum, dass es wirklich Naturzustand ist, dass man sich ausbeutet gegenseitig, um es mal so zu formulieren, oder ist es nicht einfach die Logik der Wertmaximierung, der Gewinnmaximierung? Und die muss man vielleicht dann unter die Lupe nehmen. Weil die ist ja die, was mir das zugrunde liegt. Die Logik könnte ja auch sein, dass es den Menschen besser geht. Das könnte ja so könnten Unternehmen auch strukturieren. Wie gesagt. Ja, genau. Also es ist ja immer so nochmal so eine Fokussache einfach. Ja. Weil letzten Endes kann man, glaube ich, viel logisch begründen, was man aber vielleicht so nicht machen möchte. Was vielleicht nicht ganz so gut wäre. Du da hinten und du? Ja, da ist jetzt schon ein neuer Aspekt reingekommen. Ich hätte jetzt nochmal so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, also was ist denn Moral? Also ist Moral irgendwie ein festgelegtes Ding? Ist das ein festgelegter Wertekontext? Glaube ich halt nicht. Moral ist halt irgendwie von super vielen Faktoren abhängig, der ist gesellschaftlich, der ist historisch, der verändert sich auch ständig, dieser Begriff und dieses Konstrukt. Ich glaube, dass es deswegen schwierig ist, daraus wenn man diesen Anspruch erhebt,
irgendwie eine universelle Theorie, ein universelles System, ein universelles Ding, womit man die Welt um sich herum erfassen und erklären will, abzuleiten, dass das wahnsinnig schwierig ist, dass das auf der analytischen Ebene auch meiner Meinung nach echt nichts zu suchen hätte. Ich meine, Marx und so sind ja auch irgendwie angetreten mit einem wissenschaftlichen Anspruch, irgendwie in Zeiten, wo die Naturwissenschaften irgendwie plötzlich bahnbrechend waren und das irgendwie damit ja auch irgendwie den Begriff, den du eingeführt hast, irgendwie den historisch-dialektischen Materialismus irgendwie begründen, dass sie den Materialismus da drin eigentlich gar nicht weiter ausführen, theoretisch, weil sie irgendwie sagen, das ergibt sich durch diese Kenntnis, die die Menschheit irgendwie gerade erlangt, den müssen wir gar nicht weiter erklären, warum diese Sicht auf die Welt irgendwie legitim ist. Ich glaube, die Moral kommt vielleicht an einer Stelle ins Spiel, wo wir dann ganz weit weg sind von dem, was irgendwie Platypus ist und was wir hier gerade machen, nämlich irgendwie eine praktische politische Organisierung, irgendwie so Begriffe wie Agitation oder so, wo man irgendwie an Leute herantritt und ich nicht auf der Straße unbedingt stehe, wenn das ein adäquates Mittel der politischen Agitation ist oder der Durchsetzung, das befinde gerade, indem ich den Leuten die Wertform erkläre und weiß ich nicht was, sondern indem ich vielleicht an ganz unmittelbare Lebenszustände anknüpfe und das Moral sicherlich auch ein gewisser Motor, irgendwie Empörung über gewisse Zustände, aber dafür muss irgendwie erstmal auch dieser Begriff der Moral herrschen. Und ich glaube, der herrscht halt gerade an ganz vielen Stellen überhaupt nicht oder ganz verschieden. Okay, ich glaube, dann wurden. Ich wollte auch nur noch mal auf dein Beispiel eingehen, weil du mit diesen 5% jetzt Rendite beim Investieren oder so und sagst es dann, dass ich das ja dann auch irgendwie wieder in meinen Lebensunterhalt stecken muss. Also, aber jetzt gerade, also bei diesen Personen, jetzt zum Beispiel Elon Musk oder so, die sind ja auch in der Situation, also klar gibt es irgendwie dann die Konkurrenz auch zwischen den Kapitalisten, aber ich jetzt in der Position von Elon Musk hätte jetzt ja so viel Geld, kann mir ja auch irgendwann nicht mehr davon kaufen, aber trotzdem wird es weiter investiert und ja, also wie ist das zu verstehen? Also man könnte ja auch sagen, naja gut, kann ich alles mir kaufen, was ich haben möchte. Ich würde halt unterstellen, dass es nicht, auch bei diesen Personen nicht primär darum geht, das Kapital als Mittel der Bedürfnisbefriedigung einzusetzen, sondern dieser fast schon obsessive Zwang, der im Kapital steckt. Es ist so, als würde das Kapital das verlangen und eine Person wie Elon Musk ist quasi nur so das Anhängsel am Kapital. Ja, wie kann sie das verlangen? Kurzer Hinweis halt auch hier so an den Short-Course. Wir lesen, ich glaube, direkt auch in der ersten Sitzung geht es halt auch um eine Geschichte, in der halt eigentlich genau dieses Thema auch behandelt wird, wo es halt so um den Unternehmer geht, der halt erstmal miese macht und ein paar Leute entlässt und dann kommt halt so ein alter Bekannter zu ihm und meint so, hey, ich suche gerade einen Job, kannst du mich nicht einstellen? Und er sagt, ich würde dich gerne einstellen, so, aber die Verhältnisse lassen das nicht zu. Und es liegt, also so weit reicht meine Freiheit nicht, antwortet er. Und das alles in einem System, das halt aber selber den Namen der Freiheit trägt und aus einer Vorstellung von einer kollektiven Freiheit, Befreiung, Emanzipation des dritten Standes auch erwachsen ist. So. Und ich glaube heute, oder so, das ist interessant, dass hier so diese Fragen aufkommen, halt irgendwie so Möglichkeiten, wie können wir so diese Welt verbessern mit halt irgendwie einer Moral, die halt aber auch so sehr auf so eine Eigenverantwortung zielt. Und wir in Platypus versuchen halt herauszufinden, warum das so ist. Und gehen da halt so der Vorstellung nach, dass es halt einfach eben keine Linke gibt, die diese Probleme halt irgendwie aufgreifen könnte, sodass halt dieser individuelle Horizont irgendwie transzendiert werden kann, was jeder jetzt denkt, was richtig wäre. Und wir können halt quasi so, was Nadia auch am Anfang versucht hat so darzustellen, halt diese historische Folie nehmen. Wir können sagen so, Marxismus hat halt eben einmal ausgemacht, dass es so den Sozialismus gab und halt quasi so
immer noch Leute, die versucht haben, so den klassischen Liberalismus irgendwie anzuhängen. Die also gesagt haben, so hey, ich bin, keine Ahnung, Unternehmer, ich habe hier meine Firma, ich muss auch zu meinem Recht kommen. Ich habe ein Recht so auf mein Eigentum, ich habe ein Recht darauf, mein Reichtum anzuhäufen. So. Ich will Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, so wie es halt klassisch gewollt war in der bourgeoisen Gesellschaft. Und dann hatte man halt eben als Phänomen Sozialismus, wo sich halt Leute nicht einfach nur individuell echauffiert haben, aber halt auch moralisch echauffiert haben, so hey, hier wird ja gesagt, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit für alle, was ist denn los so, warum werden wir abgeschnitten davon? Und haben halt quasi unter genau dem gleichen Slogan Sozialismus gefordert, irgendwie eine andere Art von Gesellschaft oder sich unter diesem Slogan gegen diese Art zu produzieren gestellt. Und Marx war halt eben so, was bedeutet es, dass beide diese Strömungen, so knapp vereinfacht, sich auf die gleichen moralischen Werte oder gesellschaftlichen Werte beziehen, aber halt auch so miteinander in einem Konflikt stehen. So. Um noch vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter auf dieses eine Beispiel einzugehen, was wäre denn, also bei so einer Person, was ja auch häufig vorkommt, dass dann Personen sagen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, ein gewisses Maß an Kapital erwirtschaftet, ich stecke das, keine Ahnung, in irgendwelche Anlagen, die mir, weiß nicht, jetzt über die nächsten 40 Jahre einfach ein durchgängig, im besten Fall, wenn es nicht zu einer krassen Krise kommt, ein durchgängiges Einkommen sichern und lehne mich zurück. Das kann ja passieren, so, aber das verändert nichts an der allgemeinen Dynamik, der die Gesellschaft unterworfen ist. So, selbst wenn Elon Musk jetzt sich irgendwie zurückziehen würde, sagen, was hat er letztes gekauft? Twitter, fuck that shit, ich stoße das alles ab, nehme mein Geld, kaufe mir eine Insel und chill da den ganzen Tag. Der Kapitalismus will weiter prozessieren. So, es wird weiter quasi der Drang vorherrschen, Wert zu verwerten. So. Und wenn man nicht mehr in diese Blase von IT und Industrie und ja, IT irgendwie und Software-Stuff investieren kann, dann muss es ein neuer Sektor gefunden werden, gegebenenfalls auch ein neuer Sektor geschaffen werden, um diesem Imperativ des Kapitals nach Verwertung Genüge zu tun. Oder aber vielleicht gibt es etwas darüber hinaus. Also es kommt zu einer anderen Form von Gesellschaft. Aber die käme nicht einfach so, ja? Ja, Moral und so. Ich wollte nochmal so ein böses Beispiel machen. Nehmen wir an, unsere Regierung hat jetzt die Möglichkeit, Investitionen zu tätigen, wie sie das hat über Steuergeld. Und jetzt fällt ihr so ein Geldsegen nochmal aufgrund von geilen Wirtschaftszahlen zu. Und jetzt hat sie die Möglichkeit, das zu investieren in mehr Arbeitslosenhilfe. Das heißt, die Leute können sich mehr leisten, auch wenn sie arbeitslos sind. Oder in Investitionen in die Wirtschaft selbst, sodass mehr Leute arbeiten können. Zumindest der Gedanke. Was ist moralisch richtig? Und das meine ich, also es wird sehr schwer dann an sehr vielen Stellen. Ne? Also, ne, das sind dann wirklich Abwägungen. Und so könnte man auch fragen, wenn jetzt jemand teilweise, jetzt nicht full blown, aber teilweise irgendein Wehrgut Geld verdient, wie die Rheinmetall. Ja, wenn die jetzt abstoßen, ihren Wehrbereich, aber nicht nur verkaufen, sondern dicht machen, und all diese Leute dann arbeitslos werden, ist auch irgendwie blöd. Ja? Und so haben wir irgendwie immer so ein Stückchen weit diese Zwickmühle, in der das drin steckt. Ich kenne die Bemühungen über Fonds, die dann auch irgendwie aufforsten und so. Ne? Das gibt es. Aber das sind so Nischenprodukte, die witzigerweise von Leuten, die verkaufen, auch als Produkte verkauft werden. Ja? Also das heißt, bei der Analyse bleiben wir kalt, ne? Aber wir sollten bitte nicht im Umgang miteinander kalt bleiben. Da bin ich voll bei dir. Mich empört das alles. Ich finde es furchtbar. Ja? Dieser Zustand, dass Menschen vor den vollgefüllten Warenhäusern verhungern, das ist einfach eine Katastrophe. Ja? Aber um sehen zu können, warum das passiert, muss ich das, tue ich das, hin und wieder, so Schizophren-Style, abspalten. Weil sonst kommt man nicht, sonst sieht man nur noch das Elend und will sofort helfen. Aber das ist quasi wie in ein Fass ohne Brot Wasser reinzufüllen. Ganz oft. Ja, deswegen meinte ich ja auch so, dass also so weder das eine noch das andere alleine funktioniert halt. Und man hat halt, ich finde, also so ganz oft hat man halt immer so Entweder-Oder-Situationen, wo man dann halt irgendwie die eine Gruppe hat, wo man sagt so, findest du mir alle super, und dann ist es aber halt so nur
auf der einen Seite oder also nur auf der analytischen Seite oder nur auf der, ich weiß gar nicht, was ist moral, ethisch, emotional, was weiß ich was seid, Werte auf der Werteseite, ne? Das ist dann immer so dieses, als müsste man sich halt entscheiden. Also ich finde, so wie du das gerade gesagt hast, alles hat halt so seinen Platz und jedes hat halt so seinen man kann ja im Prinzip so das Beste aus beiden Bereichen rausholen, um das dann zusammenzuführen. Anstatt halt zu sagen, so okay, wir analysieren jetzt das kalt und dann können wir ganz kalt sagen, das ist scheiße, machen wir nicht mehr. Oder ist gut, machen wir so und bei Platypus würden wir immer sagen, und das streichen wir immer heraus, er sagte vorhin ganz kryptisch, wir machen weder Praxis noch Theorie. Boah, lange Debatte. Aber wir würden immer sagen, wir sind hier jetzt erstmal, um es zu verstehen. Das Tun ist wirklich eine andere Sache. Das hat einen Grund, ne, dass wir das machen. Das ist, weil zum Beispiel früher war ich im Aktivismus, ne, und alles, was ich mir dort theoretisch erarbeitet habe, war immer für diesen Aktivismus auch. Ne, so ein richtiges Abstand nehmen habe ich nicht gemacht. Und dafür ist dieses Projekt da. Aber dieses Projekt sagt zu niemandem, sei nicht Mitglied in der Blaskapelle, sei nicht Mitglied bei Antifa so und so, sei nicht Mitglied bei der CDU. Das ist nicht unser Punkt hier. Alles, was die Leute im Privaten oder bei sich tun wollen, um die Welt besser zu machen oder schöneren Ort oder wie auch immer, oder von einem schlechteren, das kann ich Ihnen ja leider nicht vorenthalten. Das ist nicht der Punkt. Das ist so eine selbst auferlegte Abstinenz, um sauber bleiben zu können in einer Weise, um denken zu können. Und das eben aus der Erfahrung von den Leuten, die alle auch mal in der Praxis waren damals, 2006. Auch Chris Cutrone war früher mal trotzkistischer Agitator, vor x Jahrhunderten. Okay, da waren zwei, Frank, du wolltest, glaube ich, genau. Ich versuche erklären. Er hat gesprochen über Elon Musk und so weiter. Marx spricht über diesen Kapitalismus. Und zum Beispiel ein großes Unternehmen alieniert die Mitarbeiter und die Kapitalisten auch ist die alieniert, ich weiß nicht, der Wort. Entfremdet meinst du, oder? Ja. Für das Geld. Zum Beispiel wir arbeiten, um Geld zu verdienen, aber ein gutes Haus, ein Auto und diese Großkapitalisten, er arbeitet, verdient viel Geld, dann er kauft ein Flugzeug, viele Häuser, Inseln. Und danach, er hat alles gekauft. Dann ist auch alieniert für das Geld und er hat verloren die Kontrolle. Und dann kommt die Stadt. Die Stadt muss stark sein und für diese Geld kontrolliert und sozial verteilen. Aber das andere Problem ist, die Stadt ist Sklaverei von diesen großen Kapitalisten. Dann wir sehen zum Beispiel in Brasilien, Bolsonaro, er war ein Mitarbeiter für das Kapital. Dann egal, wenn wir unterfallen viele Bäume im Amazonas, egal was passiert mit den armen Leuten, die Stadt ist die Sklave für die großen Kapitalisten und die Kapitalisten sind die Sklave von das Geld. Das ist ein guter Punkt, weil, selbst wenn quasi ja eine linke Regierung an die Macht kommen würde, müsste ja auch die wiederum schauen, dass Kapital ins Land kommt. Das heißt, einzeln ist es ja auch gar nicht aufzulösen, selbst bei den besten Intentionen, weil letztendlich, wenn man dann, ich weiß nicht mehr, was war das, ich glaube in Myanmar, hat man quasi ein eher maoistisch versuchtes Modell über viele Jahre etabliert. Ich glaube so von den 50ern bis in die 80ern. Und das Land ist halt komplett stagniert. So, also die Leute hatten noch nicht mehr quasi das bisschen an Entwicklung und auch irgendwie materiellen Gütern, was man dann vielleicht in anderen Dritte-Welt-Ländern hatte, in denen, keine Ahnung, verschiedene andere Modelle versucht wurden. Und man kommt da nicht raus. Entweder, wenn eine linke Kraft an die Macht kommen würde und quasi den Staat so wie er ist verwaltet, könnte sie nur versuchen, die Elendsverwaltung ein bisschen anders machen, aber letztendlich müsste sie genauso irgendwann abwägen, okay,
wir probieren, weiß nicht, die Leute ein bisschen zu schützen, aber dort müssen wir, keine Ahnung, die Leute aus den Slums rausdrängen. Oder da müssen wir, weiß nicht, irgendwie den Wald abroden, damit wir vielleicht neue Arbeitsstelle oder sowas irgendwie hinbekommen. So. Und diese Entscheidung würde halt quasi, müsste jede Regierung, die einen Staat in diesen Verhältnissen regiert, entscheiden. So. Das war ja auch ein bisschen das Problem quasi der Oktoberrevolution, dass quasi gedacht wurde, okay, die alleine kann quasi das nicht schaffen, irgendwie den Übergang Richtung Sozialismus zu implementieren oder irgendwas, sondern die Hoffnung war, es wäre so ein Startschuss quasi. Und das hat halt nicht funktioniert. Und dann musste sich dieses Gebilde halt irgendwie wieder in dem globalen Kapitalismus halt einrichten. So, und ja. Wir brauchen Hoffnung haben. Wir brauchen immer Hoffnung haben. Darum wir sind hier. Ja, also. Und darum auch Platypus. So. Also das ist halt so, die Frage ist halt, warum ist es eine individuelle moralische Entscheidung halt so in diesen Verhältnissen? Warum gehen wir überhaupt davon aus? Und was wir machen, ist halt so in die Geschichte zurückzublicken und zu sehen, hey, es gab mal Leute, die haben das Potenzial gesehen, dass es mehr sein könnte als das, dass man Gesellschaft radikal umgestaltet, sodass halt so einen allgemeinen Wohlstand und ein Glück für alle und Freiheit halt nicht einfach irgendwie so eine Frage ist so von der individuellen Entscheidung. Und wir legen halt Hoffnung hinein, dass es vielleicht immer noch ein Potenzial geben könnte in dieser Gesellschaft, das zu realisieren, weil Marx hat eben das Potenzial dafür im Kapitalismus selber gesehen, in genau diesen Verhältnissen, die wir gerade halt so beschreiben, die wir so furchtbar finden. Aber also eine bessere Welt kommt halt auch nicht einfach so, sondern wäre halt die Aufgabe einer historischen linken Gesellschaft halt radikal umzuwälzen, sodass es gar nicht mehr möglich ist, dass Leute solche abgefuckten Sachen machen, sodass es nicht mehr notwendig ist, dass Leute vor vollen Kaufhäusern verhungern. Aber es müsste halt jemand machen. Und die Linke gerade macht es halt eben nicht. Und wir haben aber die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal doch sein könnte. Aber auch ein wichtiger Punkt, die Linke, die es halt versucht hat und wahrscheinlich auch wesentlich ernster war, die ist halt leider auch gescheitert. Und wir müssen uns durch dieses Scheitern auch durcharbeiten. Ja, aber du hast dich auch noch gemeldet. So, ja, also ich glaube, es wurde jetzt schon ganz viel so gesagt, wo ich mich einfach auch anschließen würde und einreihen. Ich finde auch super spannend den Begriff, den du jetzt noch eingeführt hast, so von Entfremdung oder Alienation so. Aber ich wollte halt auch nochmal kurz so klarstellen. Ich habe auch vorhin, also ich finde Moral natürlich auch super. Und Handeln natürlich auch irgendwie so nach meinen eigenen individuellen Vorstellungen von Ethik und Moral. Aber ich glaube halt, wie gesagt, dass es irgendwie so zwei verschiedene Koordinatensysteme einfach sind, in denen Situationen. Das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall kein Entweder-Oder, aber ich glaube halt zum Beispiel so dieser Markt, was ja auch ein sehr abstrakter Begriff ist, der irgendwie sehr schwer zu greifen ist, aber der bezieht sich ja an sich auch auf eine Logik, also so diese Verhältnisse, wie sie heute vorherrschen oder bestehen, die beziehen sich ja auch auf eine inhärente Logik, so eine Marktlogik. Und diese Logik an sich hat ja Widersprüche und bringt ja Widersprüche hervor. Und also das Argument, das ja immer ins Feld geführt wird, so, wir können das ja nicht machen, weil wir können jetzt nicht so irgendwie neues Geld ausgeben für was weiß ich was, so, weil dann trägt sich unser Wirtschaftssystem nicht mehr. Das wird ja immer logisch argumentiert, aber wenn man in diesem Koordinatensystem der Logik drin bleibt und auf dieser Ebene argumentiert, da kann man halt, finde ich, meiner Meinung nach die viel signifikanteren Punkte eigentlich anbringen, mit denen man Kapitalismus kritisieren kann, weil er halt oftmals halt eben diese Widersprüche hervorbringt und in sich eigentlich dann doch gar nicht so logisch ist. Also so irgendwie selber die Krise ist oder immer wieder Krisen produziert oder auch dieses Wohlstandsversprechen oder dieses Versprechen von, okay, wir arbeiten alle, damit wir alle ein besseres Leben haben. Warum ist denn dann nicht das, also warum haben wir denn dann nicht alle ein besseres Leben? Also das ist ja einfach unlogisch. Das finde ich ist einfach, das trägt einen irgendwie weiter, dieses Argument, vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel auch so eine Diskussion hat, zum Beispiel jetzt mit
mit einem Liberalen. Natürlich ist es natürlich einfach jetzt sozusagen, okay, aus moralischen Gründen finde ich den Kapitalismus scheiße, aber das ist meiner Meinung nach halt nicht so ein starkes Argument wie irgendwie auf die logischen, also das war einfach nur das, was ich meinte. Genau, und ich will jetzt gar nicht so sagen, so, keine Ahnung, also so, nein, das wollte ich nur kurz sagen. Ich möchte das auch gerne offiziell unterstützen. Sehr gut, sehr gut. Petition angenommen, sehr gut, sehr gut. Vielleicht, also gibt es gerade noch andere Sachen, weil sonst hätte ich ein kurzes Zitat aus Dämmerung von Max Horkheimer. Das ist im Shortkurs, lest ihr den, das hat Kat gerade angesprochen, Der kleine Mann und die Philosophie der Freiheit aus Dämmerung von Max Horkheimer. In dem größeren Lesekreis, den es auch gibt, da werden halt mehrere Teile aus den Dämmerungen vorgelesen. Das sind so, ja, kürzere, nicht Aphorismen, die sind nicht so lyrisch, sondern eher so essayistisch geschrieben. Und es kam ja auch ganz gut raus, irgendwie dieses Commitment zu dieser Kälte kommt ja irgendwo auch aus einem moralischen Impuls heraus. Weil man die Welt so, wie sie ist und auch das Leiden, was in ihr ist, auch irgendwie das physische Leiden von Leuten, sogar auf einer vielleicht ganz somatischen Ebene, dass einen das abstößt. So, und dass man nicht möchte, dass es so ist. Aber das alleine einen halt irgendwie nicht weiterbringt. Dass das aber auch eine Zwickmühle ist. Max Horkheimer hat in der Zeit so nach dem Ersten Weltkrieg, in der Zwischenphase der Weimarer Republik, hat er geschrieben, Umschlag von Gedanken. Das Bekenntnis zu moralischen Motiven, vor allem zu dem des Mitleids, das doch in ihrem Denken und Handeln als geheime Triebfeder wirkt, ist bei marxistischen Theoretikern nicht bloß aus Scham so verpönt, sondern auch, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass diese Verkündigung an die Stelle der Praxis zu treten pflegt. Bewusst oder unbewusst nehmen sie an, dass der moralische Impuls entweder im wirklichen Handeln sich auswirke oder in Worten. Deshalb sind sie gegen diese so misstrauisch. Aber sie geraten dadurch in eine ähnliche Gefahr wie bei ihrer Feststellung, dass die Wirklichkeit sich nur um die materiellen Güter drehe, indem sie der Betonung, dass es auch andere Bedürfnisse und andere Qualitäten gebe als den Hunger und die Macht, durch den Hinweis auf die nüchterne Realität, in der sich alles um die Befriedigung der primitivsten Bedürfnisse dreht, begegnen, neigen sie dazu, die Bitterkeit dieser Feststellung in eine Apologie zu verwandeln. Die Behauptung, dass in der gegenwärtigen Wirklichkeit das Ideelle nur die ideologische Verschleierung einer üblen materialistischen Praxis ist, schlägt dann leicht um in die Realitätsgerechtigkeit gewisser Journalisten und Reporter. Lasst uns mit der Kultur zufrieden, wir wissen, dass das Schwindel ist. Sie sind mit diesem Zustand ganz zufrieden und ausgesöhnt. Also es gibt auch eine gewisse, vielleicht Dialektik zwischen dem Verhältnis von Moral und dem Versuch quasi sich auch irgendwie, ich würde es ja noch nicht mal amoralisch oder antimoralisch nennen, aber das quasi, es da auch in der Kritik der Moral es zu einer Verdinglichung kommen kann, um vielleicht auch so einen pompösen Begriff noch mit reinzubringen. Das aber auch Dinge waren, die wir vielleicht heute so nicht mit Marxismus verbinden, aber über die sich diese Leute halt auch den Kopf zerbrochen haben. Ja. Also man braucht ja auch, wenn man sagt, man will diese Gesellschaft verändern und man hat so diese Vorstellung von eben Freiheit, Gleichheit, dann ist das ja auch, oder von Glück, das ist ein ganz klassischer Begriff aus der Moralphilosophie. Das sind quasi moralische Begriffe, die man setzt als Zweck der Gesellschaft und der menschlichen Existenz. Also, das Interessante ist ja, dass das für diese bürgerlichen Revolutionäre des 18. Jahrhunderts und die bürgerlichen Philosophen, das war für die also sowieso schon klar, dass das irgendwie Gesellschaft moralisch sein soll. Also, Adam Smith war Moralphilosoph. Ja, genau, Smith, Kant, Rousseau, da geht es ganz viel, auch wenn Rousseau sagt, ja, die Menschen müssen irgendwie besser werden, sich sozusagen, oder das Werden, das du ja auch sehr betont hast, ist die Möglichkeit besser zu werden, dann ist es natürlich gemeint, nicht in so einem Sinne von einer neoliberalen Selbstoptimierung, sondern in einem moralischen Sinne. Die Menschen haben die Möglichkeit, moralisch bessere Menschen zu werden. Und das geht aber eben nicht auch nicht individuell zu verstehen, sondern es ist sozusagen gesellschaftlich zu verstehen, dass wir alle gemeinsam diese Fähigkeit haben. Und ich glaube, das ist der Punkt zwischen sozusagen der Moral
die so, ja, jeder muss sich als Einzelner, als Einzelne so verhalten und das wird dann beurteilt, ob das jetzt moralisch ist oder nicht. Das ist, glaube ich, mal zu unterscheiden zwischen dieser Vorstellung, wo wir als Gesellschaft, oder was wir als Gesellschaft uns für einen moralischen Zweck setzen. Also vielleicht ist das dann quasi der soziale Aspekt da und das ist dann etwas auch, wie zum Beispiel, dass eben Gesellschaft zum Nutzen aller eingerichtet werden soll, dass niemand verhungern soll, dass irgendwie dieser Reichtum eben allen zugutekommen soll, der hier produziert wird. Das sind ja sozusagen, das lässt sich jetzt nicht rein logisch beurteilen. Also rein logisch wäre dann sowas, der völlige Amoralismus, dann wären wir bei Dessart. Jeder verfolgt einfach, logisch ist, meinem eigenen Interesse zu verfolgen und also bis hin zur Vernichtung anderen Menschenlebens, so, wenn es mir logisch ja, diese Freude macht, so, also quasi. Also ja, also der Mord kann auch sozusagen rationalisiert oder logisch begründet werden. Genauso selber kann daraus aber auch eine Moral entstehen, also dass man quasi eine Moral entwickelt, die quasi in erster Linie auf die individuelle Glücksmaximierung beruft. Also wenn man weiß nicht, Descartes oder so irgendwie liest, da ist es ja gerade, dass er halt auch teilweise davon spricht, dass es quasi eine neue Moralbegründung ist, in der es quasi dann die höchste Maxime, man könnte sagen, ein kategorischer Imperativ ist, alles zu tun, was die eigene Lust steigert, sei das halt dann, weiß nicht, in der Philosophie des Boudoir oder wie das heißt, irgendwie irgendwelche Leute zu foltern und ähnliches so, aber da würde ich sagen, genau darin kann Moral genauso umschlagen und ich glaube, wir werden dann nicht zu der abschließenden Ausgabe kommen und das ist auch gar nicht die Aufgabe von Platypus, sondern hier geht es in erster Linie um intellektuelle Fingerübungen. Wenn euch das quasi gefällt, könnt ihr das gerne hier auch in dem Rahmen weiter noch machen. Ist das noch eine Meldung? Nee. Also ich finde, du hast das ja jetzt gerade voll schön so. Ich will jetzt nicht. Aber Ich wollte den Werbeblock weitermachen. Ja. Nee, ich wollte, also ganz ehrlich, mir so der Schädel und ich habe irgendwie den Eindruck. Ich dachte auch, jetzt ist mal so langsam ein guter Punkt, wenn nicht mehr von euch was ist. So. Wollte fragen, gehen wir noch irgendwo hin? Wenn ja, wo? Und wer hat Bock? Ich wäre dabei, ich habe mal Bock, ein Bier zu trinken. Und das dritte wollte ich sagen, auch zu diesen praktischen Versuchen haben wir Lesekreise gemacht. Also ich war mal im Lesekreis zur zweiten Internationalen und was die so gedacht haben, wie sie aus dem Kladderadatsch rauskommen. Das war sehr interessant. Da haben es leider nicht geschafft, ne? Sind gescheitert, aber das hat mir sehr viel gebracht, um irgendwie so nachzudenken, was bedeutet es eigentlich so politisch aktiv zu sein. Ne? So nach 10 Jahren, in denen ich politisch aktiv war, dachte ich, um Himmels Willen, ich habe gedacht, ich arbeite da in weiß Gott was mit, ich hätte mal kleinere Brötchen gebacken lieber. Ne? Und genau deswegen ist das Projekt auch da, damit man nicht ständig seine Energie verfeuert. Ne? Das sage ich jetzt mal ganz offen, sondern dass man so sich die historischen Sachen wirklich mal genauer anguckt, um daraus in einer gewissen Weise zu lernen. Das ist immer schwierig, aus was einfach zu lernen, aber dafür ist das Projekt auch da. Also es ist hier, wir haben sehr viel über analytische Kälte gesprochen und so, das ist ein Teil, aber es geht auch um die Geschichte der Linken. Was hat die Linke schon versucht? Und warum hat es nicht geklappt? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns stellen. Es ist ja nicht, haha, es hat nicht geklappt, ihr wart zu dumm, sondern das ist ernst zu nehmen. Die Leute, die hatten Anliegen, auch die neue Linke, ne, Anti-Atom-Bewegung und so weiter, die hatten auch ein Anliegen. Und warum sind die heute in den Grünen, machen die Atomkraftwerke wieder an? Also diese Fragen stellen wir uns. Und haben auch keine Antworten drauf, aber hoffen halt mit mehr und hoffen aber halt irgendwie Leute zusammenzufinden, die dann gemeinsam mit uns diesen Fragen nachgehen wollen. So. Ja. Und gleich ein Bier trinken wollen. So. Danke dafür. So.